Göweil. Einfach mit MyWay. Gewissenhafter Blick, routinierte Bewegung, die Funken fliegen. Hans-Peter Mayerhofer schleift die Messer seiner Rundballenpresse. Heute Nachmittag steht der nächste Einsatz an. Hier in der Oststeiermark bewirtschaftet der junge Landwirt einen klassischen Milchviehbetrieb mit Grünland und Ackerbau. Wir sind hier im Böllauer Tal im Bezirk Hartberg, Oststeiermark, auf unserem Milchviehbetrieb. Den, was wir gemeinsam bewirtschaften, die Julia, meine Freundin, meine Eltern und ich. Wir haben hier am Betrieb 75 Milchkästeine und die Nachzucht. Und freut mich, dass ihr heute da seid bei uns. Es ist Ende Mai, höchste Zeit für den ersten Grünlandschnitt. Wie schon sein Vater setzt auch Hans-Peter bei der Ernte auf Rundballen. Rundballen haben wir schon über 20 Jahre im Betrieb. Da hat mein Vater schon damit angefangen. Wir haben auch Vorsilo gehabt, da war der Betrieb noch kleiner. Hätten müssen die Vorsilo erweitern, haben uns dann aber doch für die Rundballengeschichte entschieden. Die Vorsilos werden aber nach wie vor genutzt für den Mais. Seit Wochen ist das Wetter kühl und wechselhaft, so auch bei unserem Besuch. Noch am Vortag hat es geregnet, die Sonne kommt nur zögerlich heraus. Gerade hier bietet das System Rundballen entscheidende Vorteile. Man ist flexibler, dass man nicht alles auf einmal rummachen muss. Und wie es bei uns auch ist, wenn die Flächen weiter weg sind, die Bachflächen, kann man es dort einmal zusammenstellen und im Winter hat man dann nicht einmal Zeit zum Heimführen und so. Und eigentlich auch, ja, wenn es so halt nicht gleich reif ist, weil da ist es wurscht, ob ich einmal 2 Hektar mache oder 15 Hektar, was beim Traunstein nicht so gut ist, weil es ja das Auf- und Zumachen immer ein Problem ist. Wir haben Flächen im Tal unten, wir haben Flächen, die viel später sind und man kann halt wirklich nutzen, so wie es passt, sofern es vom Wetter her halt möglich ist. Der Betrieb Mayerhofer setzt eine Rundballenpresse von Göweil ein. Bei einem Messebesuch vor 3 Jahren ist Hans-Peter zufällig auf die neue Maschine aufmerksam geworden. Eine praktische Vorführung sorgte für Begeisterung bei Vater und Sohn. Kurz darauf folgte die Kaufentscheidung, die bis heute niemand bereut. Im Endeffekt, weil wir mehr als 95% Großsilage silieren, haben wir uns dann gesagt, wir haben oft schlechtere Bedingungen, nasses Erntegut, kurzes Futter und mit der Presse haben wir halt auch die Möglichkeit, dass wir das ganze Jahr silieren können. Die Göweil G1 F125 ist eine Profimaschine für höchste Durchsatzleistungen im harten Silageeinsatz. Für Hans-Peter zählt aber in erster Linie die Pressdichte. Ja, am Anfang fahren wir durchaus 12–15 km/h, aber sobald dann der Ballen sich zum Verdichten anfängt, wenn es zum Pressen wird, gehen wir mit der Geschwindigkeit zurück, damit man viel Futter oder Erntegut reinbringt. Was auch gut gelingt, weil wenn man es anschaut, die Ballen sind wirklich fest. Wir haben es schon gewogen, natürlich kommt es immer darauf an, wie trocken, wie nass ist das Futter, aber wir haben durchaus auch 1000 Kilo Ballen dabei. Die Presse ist mit einigen technischen Besonderheiten ausgerüstet, beispielsweise die hydraulische Triebachse. In Hanglagen ein unschätzbarer Vorteil, auch wenn der vorgespannte Traktor stark genug ist. Das war aber nicht immer so. Im Vorfeld haben wir einen 150 PS Traktor gehabt und da haben wir auch im steilen Gelände fahren, da war die Triebachse eingedicht. Jetzt haben wir einen stärkeren Schlepper fahren, aber trotzdem, es ist nicht immer optimal. Man weiß eh, ob das wieder mal nass zum Fahren, dann ist das schon eine Hilfe. Das Gewicht kann sie nicht wegnehmen, aber wenn es bergab fährst, die bremst mit, wenn es bergauf fährst, man spürt ein bisschen den Schub von hinten, das ist halt krass nebenschauend. Fürs Pressen ist seit eh und je der Seniorchef zuständig. Diese Arbeit lässt sich der fast 70-Jährige nicht nehmen. Auch er möchte die Triebachse nicht mehr missen. Du weißt, eben nicht so umgrabst. Weil wenn der Ballen irgendwo voll wird, dann musst du ein bisschen zurückschieben und sonst reißt halt den Vasen auf und der hilft da schon mit, das ist schon viel besser. Der Antrieb erfolgt hydraulisch über 2 Radnabenmotoren. Bergauf schieben sie den Traktor an, bergab wird gebremst.
Die Betriebszustände werden über Sensoren in der Deichsel gesteuert und dem Fahrer über ein farbiges Display angezeigt. Der kann sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Stichwort Hanglage. Speziell für diese Einsätze wurde ein Bügel an der Heckklappe montiert. Damit lässt sich der Ballen beim Auswerfen festhalten, damit er nicht wegrollt. Du kannst im Prinzip keinen Ballen fortlassen. Die Heckklappen geht auf, der Ballen marschiert raus, der liegt zwischen die Radl hinten, mag aber nicht aus, weil der Ballenfänger noch drauf drückt und erst wenn man wirklich an der Kamera sieht, der Ballen liegt ruhig da, geht die Heckklappen ganz auf und der Ballen liegt wirklich sicher. Man muss wirklich nicht auf einen eben Fleck herfahren, sondern an jeder Hanglage kann man den Ballen ablegen. Die Ballen werden auch sehr kantig, was auch wichtig ist, und der bleibt auch liegen. Neben diesen Sonderausstattungen hat die Presse aber auch serienmäßig einiges zu bieten. Ja, am schönsten für uns war einmal, wenn wir wirklich Verstopfungen haben. Wir gehen ein bisschen von der Drehzahl zurück und der rote Kanal wird ausputzt. Also da haben wir ganz selten wirklich, dass wir mit der Hand zuwehen müssen. Das ist eine enorme Erleichterung für uns. Wenn du einen Schopper hast, da einen Rotor, der weg von der Drehzahl runter und weg ist. Und bei der anderen Presse, was wir früher gehabt haben, da, wenn du mit deinem Bauen rausgefahren bist, dann ist meistens aber auch was liegen geblieben. Dass du wieder mit dem Zusammenputzen gehst oder auch, dass er gar nicht ganz zugegangen ist, wenn er vorher zwickt ist. Das gibt es bei der alles nicht. Die 30 Messer, die taugen uns. Gerade unseren Fütterungsroboter, der muss ja auch mischen. Je kürzer das Ganze ist, desto leichter tut es, desto geringer ist der Verschleiß. Die Bindung haut super hin, das geht schon aus. Bei der anderen sind den Ballen ausgelegt, sind immer ein Schiebel gegen. Und da hast du wieder nachfahren oder was ich schier ausschaut am Abgehen. Ne? Und da so ein Häufel am Turm legen. Das ist bei der eigentlich nicht. Da arbeiten dort schön. Zum Schärfen der Messer verwendet Hans-Peter ein Schleifgerät von Güweil, das schon länger am Betrieb ist. Damit lassen sich sowohl gebogene als auch gerade Messer verschiedener Geräte und Hersteller schleifen. Die 30 Messer legt man bequem von oben ein. Sie lassen sich beidseitig verwenden. So hat man mit einer Garnitur eigentlich immer eine zweite dabei. Auf Knopfdruck werden die Balken hydraulisch eingeschwenkt. Auch sonst ist die Maschine sehr wartungsfreundlich. Hinter den großen Seitenklappen sind alle Servicepunkte gut zugänglich. Die automatische Zentralschmierung versorgt viele Schmierstellen mit Fett. Der Rest wurde auf gut zugängliche Leisten zusammengefasst. Dass der Betrieb mit dieser Maschine komfortabel mechanisiert ist, steht außer Frage. Auf den überbetrieblichen Einsatz hat es der Landwirt nie abgesehen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir setzen die Maschine zu 2/3 am eigenen Betrieb ein. Wir fahren jetzt nicht gar so viel aus. Wir machen im Jahr 2000 Ballen, was jetzt nicht die große Menge ist, aber unsere Überlegung war eigentlich eher die Nutzungsdauer. Wir hoffen und wir können davon ausgehen, dass die Maschine bei uns alt wird. Während der Senior die Presse fährt, bringt Hans-Peter die Ballen nach Hause. Auch hier kommt Technik von Güweil zum Einsatz. Der Doppeltransportrahmen, mit dem sich 2 Ballen auf einmal laden lassen. Ein Verfahren, das sich bewährt hat. Wir führen die Ballen, weil wir nicht so weit zum Fahren haben, das weiteste sind 3 Kilometer, mit der Ballengabel haben. Auf der Fronthydraulik ist eine Ballengabel und hinten ist eine doppelte Ballengabel. Gewickelt wird bei uns eigentlich zu 95% alles am Betrieb daheim. Da braucht man beim Herführen nicht so aufpassen. Man kann auch wirklich ein bisschen schneller und unvorsichtiger hantieren mit den Ballen, wenn sie nur genetzt sind. Den Betrieb will Hans-Peter im Vollerwerb weiterführen und optimieren. Also aus arbeitstechnischer Sicht werden wir sicher nicht mehr wachsen. Also wir haben jetzt eine gesunde Größe erreicht, wo man normalerweise leben kann davon. Meine Eltern sind schon in Pension, meine Freundin ist seit 2 Jahren im Betrieb, fix da. Und wir sind zufrieden, wenn wir in der Form das weiterführen können. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer wieder en masse und wir werden einfach schauen, dass wir uns weiterentwickeln und das so wie es jetzt in der gewohnten Form weiterführen. Klingt nach einem guten Plan. Hans-Peter und seine Freundin Julia könnten sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Für Vielseitiger kann man normalerweise nicht eingesetzt werden als Landwirt, als Bauer. Das war von Kind auf schon immer meins.
Ich bin mit denen aufgewachsen. Wir halten zusammen als Familie und das passt ganz gut für uns. Der Betrieb Mayerhofer in Pöllau. Ein Paradebeispiel für familiäre Landwirtschaft mit Zukunftsperspektive. Wir wünschen Hans-Peter und seiner Freundin viel Erfolg sowie das richtige Gespür für künftige Entscheidungen. Liebe Zuschauer, jetzt seid ihr an der Reihe. Wie steht ihr zum System Rundballen? Welche Technik setzt ihr zur Futterernte ein? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch diese Reportage gefallen hat. In nächster Zeit stellen wir euch weitere Gülweil-Kunden mit ihrem Betrieb, der eingesetzten Technik, ihren Ansichten und Philosophien vor. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt. Ihr arbeitet auch mit Gülweil-Maschinen? Postet euer Foto auf Instagram mit dem Hashtag iFarmItMyWay, damit wir es alle sehen können.